zusammen! Heute soll es jetzt also das erste richtige Video hier auf diesem Kanal geben und ich dachte mir, ich fange mit etwas ganz Grundlegendem an und zeige euch, wie man ein Gesicht im Manga-Stil zeichnet. Das Ganze ist für Anfänger gedacht, also für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Zeichnen oder mit dem Thema Manga an sich gemacht haben, und ich würde einfach sagen, wir legen direkt los. Alles, was ihr dazu braucht, sind ein Blatt Papier. Ich habe hier ganz normales DIN A4 Kopierpapier, ein Bleistift, ein Radiergummi und ein Lineal oder, noch besser, ein Geodreieck. Wir beginnen damit, dass wir auf den oberen Teil unseres Blattes ein Kreuz zeichnen. Nehmt dafür ein Geodreieck oder ein Lineal zur Hilfe und passt auf, dass ihr zu den Seiten noch genug Platz lasst. Messt als nächstes von der Mitte eures Kreuzes in alle 4 Richtungen den gleichen Abstand aus und markiert ihn euch mit einem Punkt. Anschließend verbindet ihr eure 4 Punkte zu einem Kreis. Der muss überhaupt nicht perfekt aussehen, sondern dient uns nur als Orientierungshilfe. Wenn ihr noch nicht so geübt seid, versucht eher mit mehreren Strichen den richtigen zu finden und drückt dabei mit eurem Bleistift nicht zu fest auf, denn das Ganze muss später wieder wegradiert werden. Markiert euch nun auf der Mittellinie einen Abstand, der etwas größer ist als die Hälfte eures Kreisradius. Hier wird später das Kinn sein. Verlängert nun eure Mittellinie bis zum unteren Ende des Blattes, damit ihr auch später symmetrisch bleibt. Von den Seiten eures Kreises zieht ihr nun eine Linie, die leicht schräg nach innen verläuft. Stoppt an der Unterseite des Kreises und zieht euch eine weitere Hilfslinie. An dieser Stelle könnt ihr nun euren Strich zu dem Punkt von vorhin führen. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite, um die Gesichtsform zu vervollständigen. Für den Hals könnt ihr euch auf beiden Seiten in etwa die Hälfte der Kinnpartie abmessen. Zieht hier einen geraden Strich, der nach unten dünner wird, und deutet dann die Schultern an. Die verlaufen erst leicht schräg nach unten und werden dann gerade. Besonders am Anfang entstehen oft Unstimmigkeiten, weil nicht genug auf Symmetrie geachtet wird, also nehmt auch hier wieder ein Lineal zur Hilfe, um sicherzustellen, dass ihr auf derselben Höhe bleibt. Jetzt könnt ihr schon einmal ein paar Hilfslinien wieder wegradieren, denn weiter geht es mit den Augen. Für die misst ihr ungefähr die Hälfte eures Kopfes aus und markiert sie mit einer Linie. Zeichnet nun auf beiden Seiten des Gesichts einen Punkt in die Mitte der jeweiligen Hälfte und zieht einen Kreis darum herum. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr auch hier wieder zuerst ein Kreuz zeichnen und die Abstände abmessen. Das sieht jetzt ziemlich gruselig aus, deshalb radieren wir die Hilfslinien direkt wieder weg und arbeiten das Auge weiter aus. Oft wird die Augenform im Manga-Stil nur angedeutet, deshalb zeichnen wir als erstes die obere Seite, die sich wie ein Bogen über den Kreis legt. Je weiter runter ihr das äußere Ende zieht, desto unschuldiger wirken die Augen später. Ein kleiner Haken deutet dann den Verlauf zum unteren Wimpernkranz an, der hier mit einem zweiten, leicht gebogenen Strich angedeutet wird. Wenn die Augen nicht gerade weit aufgerissen sind, sollte die Augenform die Iris übrigens leicht verdecken. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch einzelne Wimpern andeuten oder das Ganze einfach so lassen. Vergesst aber nicht, die Lidfalte über dem Auge anzudeuten, indem ihr die Form des Auges einfach wiederholt. Genauso könnt ihr auch die Augenbrauen einzeichnen. Nehmt hier einfach die Mitte eures Anfangskreises als Orientierungspunkt und achtet darauf, sie etwas weiter mittig anzusetzen als das Auge selbst. Macht die Augenbraue dann innen noch etwas dicker und lasst die Linien nach außen hin zusammenlaufen. Jetzt ist es Zeit für kleinere Korrekturen. Schaut mit einem Lineal, ob alles auf der gleichen Höhe sitzt und in etwa den gleichen Abstand zur Mitte und zu den Seiten aufweist und bessert alle Fehler aus, die ihr finden könnt. Bis auf die Mittellinie können jetzt auch alle Hilfslinien wieder verschwinden. Wenn alles stimmt, können wir den Augen jetzt etwas mehr Leben verleihen. In einer der Ecken könnt ihr einen kleinen Lichtreflex setzen, nehmt nur bei beiden Augen die gleiche Seite. Für die Pupille wiederholen wir einfach die Form der Iris, ziehen die Linie aber nicht ganz zu Ende. Dann schraffieren wir den oberen Teil des Auges, wobei wir einen leichten Verlauf von dunkel zu hell machen. Jetzt könnt ihr noch ein paar Details hinzufügen, zum Beispiel kleine Linien, die Richtung Pupille zeigen und das Ganze mit dem anderen Auge wiederholen. Weiter geht es mit der Nase. Die ist ganz einfach und besteht aus einem kleinen Dreieck, das wir etwas unterhalb der Augen auf die Mittellinie zeichnen. Mit einem kleinen Punkt könnt ihr, wenn ihr mögt, noch ein Nasenloch andeuten. Der Mund befindet sich etwa in der Mitte zwischen Nase und Kinn, tendenziell aber eher etwas höher. Zeichnet hier einen leicht gebogenen Strich, der in den Mundwinkeln etwas dicker ist. Ich habe außerdem noch die Unterlippe leicht angedeutet.
Bei dieser Zeichnung werden die Ohren von den Haaren verdeckt, aber ich zeige sie euch trotzdem kurz. Beginnen tun sie auf Höhe des unteren Wimpernkranzes und enden auf Höhe der Nase. Markiert diese Punkte an beiden Seiten und deutet dann die Ohren an, die von vorne ein bisschen wie der Buchstabe C mit einem Fragezeichen darin aussehen, rechts natürlich gespiegelt. Meine Figur bekommt eine Kurzhaarfrisur mit einem seitlichen Pony. Dafür markiere ich mir zunächst den Punkt, an dem sich der Scheitel befinden soll, auf der Oberseite des Kopfes. Dann zeichne ich die grobe Form ein, die die Frisur haben soll. Gebt dabei ruhig ein bisschen Volumen zu der Kopfform hinzu und achtet darauf, dieser besonders im oberen Bereich zu folgen. Radiert jetzt alles weg, was sowieso von den Haaren überdeckt wird. Lasst nur die Augenbrauen noch leicht erkennbar, damit ihr die Teile, die nicht von den Haaren verdeckt werden, wieder nachzeichnen könnt. Um nicht jedes Haar einzeln zeichnen zu müssen, werden sie in diesem Stil zu einzelnen Strähnen zusammengefasst. Fangt dafür an eurem Scheitel an und setzt leicht gebogene, lockere Striche nebeneinander, die zum Ende hin spitz zulaufen. Achtet darauf, dass alle Linien in etwa vom Scheitel ausgehen und versucht, dicke und dünne Strähnen abzuwechseln, um die Haare etwas lebendiger wirken zu lassen. Folgt dabei einfach der Form, die ihr vorher eingezeichnet habt und versucht, die Striche möglichst durchgehend und mit viel Schwung aus dem Handgelenk zu zeichnen. Denkt außerdem daran, dass die Strähnen nicht alle nebeneinander liegen, sondern sich teilweise verdecken. Fast geschafft! Ich zeichne hier jetzt noch die Schlüsselbeine ein, die von der Mitte leicht schräg nach oben verlaufen und deute mit einer runden Linie die Kleidung meiner Figur an. Jetzt werden nur noch alle überflüssigen Hilfslinien wegradiert. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt wie ich alle Linien noch einmal mit etwas mehr Druck oder einem dunkleren Bleistift nachfahren, um einen klareren Ausdruck zu bekommen. Ich habe außerdem zum Schluss noch ein paar Schatten angedeutet, indem ich Bereiche wie die Stirn oder den Hals leicht schraffiert habe. Ich hoffe, das Video war in irgendeiner Weise hilfreich für euch und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas unklar geblieben ist oder auch wenn ihr Feedback habt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir ja auch eure fertigen Ergebnisse unten in den Kommentaren verlinken, das fände ich echt cool. Ich verlinke euch jetzt hier nochmal mein Kanal-Vorstellungsvideo, falls ihr das noch nicht gesehen habt und darunter mein letztes Speedpaint-Video. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!